Guten Morgen zusammen, Tag 3 unserer Urlaubstour. Hatten eine relativ kurze Nacht, was nicht am Stellplatz oder am Auto gelegen hat, sondern unsere Hündin hat mächtig Durchfall gehabt. Jetzt waren wir 6-mal die Nacht draußen mit ihr. Schön kurze Abstände natürlich. Im Hintergrund seht ihr schon Sonnenaufgang. Wir haben jetzt 6:11 Uhr. 12,8 Grad war es vorhin im Auto. Wir haben uns doch mal dazu entschieden, die Standheizung anzumachen. Kaffee habe ich schon gekocht, beziehungsweise das Wasser dafür. Ja, das zu unserer kurzen Nacht. Jetzt machen wir uns erstmal gleich gemütlich fertig, nachdem wir das Käffchen getrunken haben. Und dann starten wir in den Tag. Wir melden uns gleich wieder. Guten Morgen, Sonnenschein. Weiter geht's. Auch hier war es schön. Auf geht's, Tag 3. Guten Morgen, ihr Lieben. Der Sven hat ja vorhin schon ein bisschen was erzählt von unserer älteren Dame. Die Nacht war recht kurz. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Genfer See und freuen uns auf eine schöne Zeit. 65 Kilometer, 64 Kilometer haben wir noch. Wir können den schon sehen hier links. Mal gucken, ob ihr das gleich auf der Kamera, wir fahren jetzt noch 2-3 Serpentinen, ob ihr das dann auch schon erahnen und erkennen könnt. Ja, wir haben uns ja gestern in Reichweite zum Genfersee, zum Start der Route des Grandes Alpes schon positioniert oder begeben. Jetzt haben wir dann nicht mehr so viel. Aufgrund der kurzen Nacht fahren wir dann heute nicht ganz so viel wie gestern. Alles in allem sind wir gestern gute 8,5 Stunden unterwegs gewesen. Bleib mal stehen. Da ist er. Komm, wir machen für euch mal eben hier einen kleinen Zwischenstopp. Da haben wir schon den Genfersee. Mal ein bisschen reinzoomen. Haben wir schon mal einen schönen Ausblick hier. Ja, das ist er auf jeden Fall. Wir haben jetzt noch ein paar Serpentinen vor uns. Ja, so sieht's aus. Also Rückwärtsgang. Hier stehen auch schon noch wieder ein Camper rum. Wollen wir den mal nicht ins Auto fahren? Zack, zack. So, dann geht's weiter. Und dann melden wir uns nochmal entweder mit schönen Aussichten oder wenn wir am nördlichen Startpunkt der Route des Grandes Alpes sind. Mal gucken, was sich ergibt. Bis nachher. Da fahren wir doch geradewegs auf den Mont Blanc zu. Ich weiß nicht, ob ihr den sehen könnt ein bisschen. Kannst ein Stückchen mal versuchen reinzuzoomen. Jetzt ist er gerade hinter den Bäumen. Wir sind jetzt fast unten am Genfersee angekommen. Bis zum Einstieg in der Route des Grandes Alpes haben wir jetzt noch 49 Kilometer. Knappes Stündchen kurven wir gleich noch um den Genfersee drumherum. Aber da hinten ist er leicht diesig noch oben in den Wolken schon zu sehen. Da sind wir 2021 mit dem Niva, mit dem kleinen Niva, mit dem 2121 schon gewesen und haben quasi am Fuß des Mont Blancs im Dachzelt übernachtet. Das war auch ein sehr schönes Erlebnis. So, natürlich mitten in Genf, am Genfersee, musste unsere Dame mal eben gerade ein bisschen Theater machen, weil sie noch mal raus musste wegen ihrem Durchfall. 10 Minuten eher oder ein paar Minuten später und alles wäre gut gewesen. Jetzt stehen wir hier ein bisschen unglücklich. Aber gut, hilft jetzt nichts. Bärbel ist gerade mal eben mit der Alma rüber. Das ist ein kleines Wiesenstück. Ja, so läuft es halt manchmal. Kannst du planen, wie du willst. Wenn du Tiere dabei hast, zeigen die dir schon, wer es sagen hat. So wie es aussieht, hat die Madame ihr Geschäft erledigt. Können wir mal noch mal einen kleinen Blick hier riskieren. Genfer See.
Fahrradfahrer ohne Ende. Porsche und Lamborghini und Ferrari Armada heute Morgen auch schon gesehen. Naja, Sonntagmorgen, die wollen alle hier die umliegenden Berge und Pässe befahren. Passt ja ganz gut, Wetter ist super. Warum dann auch nicht, ne? Wir stehen hier im Übrigen vor dem Präsident Hotel. Ich sag ja, viel besser hätte man sich den Zeitpunkt nicht aussuchen können. Da kommen die beiden auch schon wieder. Wie es sich gehört. Über die Ampel. Aber die springt ja relativ schnell um. Zack, zack, zack. Im Laufschriftmarsch. Wo ist der Papa? Ja, gut. Auch erledigt. Dann geht es für uns jetzt gleich weiter. Einmal hier unten um die Spitze vom Genfer See in Genf. Wo ist der Papa? Und dann fahren wir hinten quasi ja schon wieder raus. So, alle wieder eingeladen. Abfahrt. Ich lasse die Kamera mal noch ein Stückchen mitlaufen. Dann kriegt er hier auch noch ein bisschen was vom Genfer See mit. Vieles nicht. Sind jetzt hier gleich am kleinen Sportboothafen. Hinten haben wir ein kleines Riesenrad stehen. Ich denke, über die Brücke da hinten werden wir jetzt gleich fahren. Pont du Mont Blanc heißt sie. Ja, ich weiß nicht, ob wir es schon mal erwähnt haben, aber wir sind ja mehr oder minder bis jetzt komplett mautfrei unterwegs. Deswegen fahren wir ja die ganzen kleinen Wege. Oh, das sieht aber auch sehr schick aus hier. Und er steht da mitten auf der Taxi- und Busspur. Kann man machen. Ja, warum auch nicht, ne? Ja, das ist quasi der westlichste Teil vom Genfer See. Rolex. Ja, man merkt halt, dass wir in der Schweiz sind, ne? Kann man nicht schön reden. Das ist der Grenzübergang Schweiz-Frankreich. Keiner da. Und dann rollen wir hier mal ganz geschmeidig durch und sind wieder in Frankreich. Damit haben wir dann quasi auch den Genfer See am Westufer umrundet und haben jetzt noch 24 Kilometer, bis wir dann am Startpunkt von der Route des Grands Alpes sind. Wir verlassen die Schnellstraße und sollten eigentlich in 550 Metern auf der Route des Grands Alpes sein. Gucken wir mal, ob wir irgendwo ein Schildchen finden. Hier steht noch nichts. Eigentlich sollten wir jetzt drauf sein. Jetzt wechsle ich gleich mal eben kurz das Navi von Google Maps nach Mapout. Und da habe ich ein bisschen bessere Streckenübersicht und eine Tour. Mal gucken, wir haben keinen Plan. Bärbel hat mich vorhin gefragt, wo denn unser Übernachtungsplatz ist oder wie weit es noch bis dahin ist. Aber haben wir heute nicht. Wir fahren einfach noch mal ein bisschen, mal gucken, wie es uns geht, wie es unserer Alma geht. Die würde uns dann schon sagen, wenn es nicht mehr geht oder wenn wir keinen Bock mehr haben durch die kurze Nacht. Dann werden wir einfach rechts oder links anhalten, irgendwo oben auf dem Pass und uns was zum Schlafen suchen oder vielleicht auch schon gegen Mittag oder Nachmittag dann noch ein gemütlichen Käffchen trinken. Lasst euch überraschen, bleibt dran. Wir sind gleich oben auf dem Col de la Colombière, 1613 Meter hoch. Fahrradfahrer quälen sich hier hoch, das ist schon mehr als beeindruckend. Für über 3,5 Tonnen gesperrt. Sind wir ja froh, dass wir die Marke nicht gerissen haben beim Wiegen vorm Urlaub. So 3 Kilometer, 1323 Meter Höhe haben wir jetzt.
Und da haben wir wieder einen von den sportlichen Zweiradfahrern. So, nix Vermäh, ist offen. Und guckt euch mal bitte das Panorama da oben an. Kannst du das mit drauf kriegen? Junge, Junge, Junge. Da möchte man gar nicht mehr weg. Und dann noch bei so einem Wetterchen, würde ich sagen, haben wir zumindest bis jetzt mit der Reisezeit alles richtig gemacht. So ja, mit unseren 170 PS kommen wir hier auch ganz gut und flott hoch. Das macht richtig Spaß zu fahren. Mal runterschalten. Zack. Man merkt direkt, wenn der Turbo hier einsetzt, dann ist direkt die Kraft wieder da. Ja, vielleicht finden wir oben ein schönes Plätzchen, dass wir da stehen können. Es wird immer frischer, je weiter wir nach oben fahren. Wir haben jetzt noch 17 Grad, zeigt zumindest der Bordcomputer an. Wie gefällt es dir hier? Ich kann gar nicht aufhören zu gucken. Es ist so schön hier oben. Die Luft ist auch sehr angenehm, auch wenn es frisch ist. Hier da oben ist so ein Paraglider. Ja, habe ich gerade auch gesehen. Ne? Ob ihr den sehen könnt. Ah, der verschwindet gerade oben hinterm Berg, ist er weg. Ja. War wirklich schön. Der Reisezeit her auch wirklich noch nicht so voll. Gefällt mir sehr gut. 1 Kilometer noch, 1507 Meter Höhe haben wir jetzt. Da oben sehen wir doch schon das kleine Häuschen. Oh, da sehen wir schon die ersten Autos stehen. 2-3 Mal noch am Lenkrad drehen, dann sind wir auch oben. Mal gucken, ob wir da irgendwo ein Parkplätzchen kriegen für uns. Mittagspause. Lassen wir uns überraschen. Sieht aber irgendwie gefühlt nicht danach aus, wenn der hier mit seinem tiefer gelegten Audi schon hier in die Furche reinfahren will. Naja, werden wir jetzt sehen. Und noch ein paar Fußgänger umfahren, nicht umfahren. Wanderer. Bar, Restaurant, 500 Meter. Ich glaube, das sieht schlecht aus mit dem Parkplatz für uns. Die Fahrradfahrer sind hier oben. Ist das voll. Ja. Gut, die haben sich auch hier hochgequält, dass die da ein bisschen mehr verdient haben, hier ein Päuschen zu machen wie wir. Da will mal keiner was sagen. Ne? Da ist 1618 Meter, steht da sogar dran. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo uns noch zwischenquetschen können. Nee, ist alles voll. Ne? Alles voll, schade. Ich fahre nur mal eben kurz hier ran, hinter uns den mal vorbeilassen eben. Ja. Freut er sich auch. Machen wir eben ein Päuschen, ja? Ja gut, dann fahren wir hier wieder runter und melden uns dann unterwegs wieder. Da würde ich sagen, ausblickmäßig ist das schon nicht schlecht. Aber um hier stehen zu bleiben, können wir die Nummer vergessen. Da ist einfach viel zu viel los. Da müssen wir uns wieder ein bisschen irgendwohin zurückziehen. Den Col della Colombière haben wir hinter uns. Wie schon, glaube ich, erwähnt, rappelvoll. Hier kriegen wir keinen anständigen Platz. Also haben wir mal ein bisschen unsere Google-Kenntnisse genutzt und fahren jetzt vielleicht mal noch, müssen wir gucken, ein halbes Stündchen, dreiviertel Stündchen, um dann ein bisschen abseits der regulären Wege stehen zu können. Dann testen wir heute mal, wie gut das Allrad hier funktioniert. Ist ja trocken, da kann man das ja mal ausprobieren. Also der Blick hier ist super,
brauchen wir gar nichts zu sagen. Hier oben im Dörfchen, wo wir eigentlich hätten geradeaus durchgemusst, ist irgendwie ein riesen Straßenfest. Jetzt müssen wir eine Umleitung folgen. Guckt euch mal die Automassen hier an. Junge, 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 Junge. Da müssen wir mal gucken, wo wir gleich wieder auf die Strecke zurückkommen. Aber hier ist mal richtig Party, oder? Jedes Mal, wenn wir hier in Frankreich sind, haben wir das Glück. Beim letzten Mal auch schon. Ja, da waren wir 300 Meter vor unserem Plätzchen, wo wir hin wollten. Riesenkirmes, Stadtfest. Hier oben sieht man auch noch ein bisschen. Da haben sie auch noch 1, 2 Sachen aufgebaut. Und dann mussten wir noch mal 16 Kilometer Umweg fahren, um auf eine andere Flussseite zu kommen. Das war hervorragend. Also von daher sind wir es einfach schon gewöhnt. Deviation. Also fahren wir hier erstmal die Umleitung weiter. Wunderbar. Und wir hatten nur gesagt, so wahnsinnig viel ist gar nicht los, ne? Wie sehr man sich täuschen kann. Oder Die sind alle hier. Ja, da oben ist der Paraglider auch wieder von vorhin. Ja, die sind alle hier. Das ist wohl wahr, aber wir ja auch. Also ich meine, man kann immer drüber meckern. Das war scheiße abgebogen, ne? Sehen wir das richtig? Ja. Das war scheiße. Ja. Also Nochmal. nehmen wir jetzt mal den richtigen Weg. Guck mal hier rüber. Kannst du versuch da mal das ranzoomen? Ja, Ja. warte. Ich versuch das mal. Guckt euch die Menschenmenge mal an da. Also irgendwas ist da hier los. Kann man mir doch nicht erzählen. Da geht's noch weiter. So. Jetzt musst du mal eben warten, da Kollege. Kauf dir einen Camper, haben sie gesagt. Hast du Freiheit, Naturverbundenheit, Ruhe vor Menschen. Kommst an Orte, wo du sonst nicht hinkommen würdest. Ja, hier wird nicht auch keine 10 Pferde hinkriegen normalerweise. Aber hier scheint irgendwie so ein Lauf, Wander, was auch immer Wettbewerb zu sein. Interessiert halt jeden. Alle fahren so ein bisschen rücksichtsvoll. Nur die Fahrradfahrer nicht. Nun ja, gut. Ist wie es ist. Offensichtlich legen sie keinen Wert auf Abstand. Kann ich dann halt auch nicht ändern. So, jetzt sind wir aber, glaube ich, wieder raus aus dem Dörfchen. So, da sind wir auf dem Col de Aravis. Noch voller geht's nicht. Heiligsblechle. Naja, wir starten gleich in die Schotterpassage. Ist nicht mehr lang oder weit. Dann dürften wir die ganzen Leute hier nicht mehr sehen. 4,5 Kilometer haben wir jetzt noch vor uns. Da sagt er für 4,4 Kilometer 19 Minuten. Ja, halte ich nicht für ganz unwahrscheinlich. Hier stehen auch noch Autos. Zweiten Gang. Das macht doch schon mal ein bisschen Freude. Klappert und schockelt alles hier drin. Luft haben wir jetzt nicht abgelassen für die paar Meter. Wollen wir hoffen, dass das eine gute Entscheidung war. Offensichtlich kommt man hier noch mit ganz anderen Fahrzeugen hin, wie das immer so ist. Jawohl. So. Entschuldigung für die wackeligen Bilder. Du kannst ja hier mal ein Stückchen raushalten, Panorama gucken. Genau deswegen sind wir hier. Solche Tracks. Oh. Ja, das ist ja schon mal eine interessante Strecke jedenfalls. Und das alles für einen Übernachtungsplatz. Guck dir mal die schöne Hütte da unten an. Zeig euch die mal. Ich würde sagen, da kann man es den Sommer über aushalten. Im Winter wird es mit Sicherheit ein bisschen spannend.
Genau dafür machen wir das. Bis jetzt keine Mucken, kein Knurren von unserem Dexter. Ja, wie immer im Video sieht man natürlich nicht, wie steil das hier berghoch geht. Ne? Ja, und hier stehen schon wieder normale Fahrzeuge, die Peugeots. Das haben wir auch bei unserer Westalpentour. Also manchmal hat man das Gefühl, die Einheimischen, die Franzosen, die Italiener, die müssen sich kaputt lachen, wie aufgerüstet manche Touristen in irgendwelche Gebiete vordringen. Das ist quasi deren Arbeitsweg oder zum Einkaufen, keine Ahnung. Und das waren die halt mehr oder minder mit jedem Fahrzeug. Ne? Und unser eins, egal ob Niva oder mit Defender oder gibt ja genug mit dem Jeep Wrangler, die da unterwegs sind. Man packt da Geld und Aufwände und Zeit rein und denkt dann, jo, jetzt habe ich ein ultimative Offroad-Mobil und von hinten kommt ein Dacia Duster und hupt einen an, weil der vorbei will. Ja, aber so ist das im Leben, Leute, so ist das im Leben. Nichtsdestotrotz freuen wir uns, wir gehören ja auch zu der Riege. Aller Vermutung nach werden wir hier auch morgen wieder runter müssen, morgen früh, weil wir sind ja jetzt auf dem Weg zu unserem Stellplatz, also Nachtstellplatz, den wir uns rausgesucht haben. Ja, mit ein bisschen Motorleistung in dem niedrigen Gang, glaube ich, ging das jetzt hier auch alles ohne Allrad. Von unserer Erfahrung her. Oder siehst du das anders? Wenn es richtig matschig ist, wobei wir fahren hier quasi auf Stein. Wie soll das hier richtig matschig werden? Aber kann natürlich dann ein bisschen anders aussehen. Gerade weil es dann hier ein bisschen steiler hochgeht. Wenn man dann den Grip verliert. So, jetzt werden wir aber doch mal runter in den ersten müssen. Also ist natürlich alles noch nichts für unsere Hecksperre, da brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Oh. Zack, zack. Nochmal den ersten schön anfahren. Und um die Kurve. Kann man natürlich auch mit 6 oder 7 Meter Sprinter versuchen. Müsste sogar noch funktionieren. Hier war jetzt keine Beschränkung von wegen 3,5 Tonnen oder habe ich das nur übersehen? Nein, da war nichts. Junge, Junge, Junge. Kann man machen. Da kannst du nach rechts nochmal das schöne Panorama mitnehmen. Ich habe jetzt auch den ersten Gang drin. Fahren jetzt 15, 16 km/h, das muss reichen. 3 Kilometer geht das noch so. Ich würde mal sagen, Mont Blanc. Ich weiß nicht, ob ihr den seht. Kannst du mal ranzoomen? Ein Stückchen. So wollen wir es haben. Wenn wir da gleich noch von unserem Platz aus einen einigermaßen guten Blick auf dieses massive Stück Felsen haben, dann sind wir doch schon zufrieden. Manchmal läuft es anders und zweitens als man denkt. Jetzt sind wir hier eine Stunde, eine schöne Piste gefahren, gar keine Frage. Hat uns ein bisschen das Geschirr durcheinander gehauen. Ich denke, wir haben euch da ein bisschen was eingeblendet zu. Ein paar schöne Aufnahmen konnten wir ja machen und sind genau jetzt wieder auf Asphalt zurück und fahren die Route des Grand Alpes wieder weiter und fahren noch 2 Pässe, die wir mitnehmen, und ich glaube, dann haben wir noch mal einen Versuch, ein Stellplätzchen zu finden. Dafür, dass wir heute nicht so viel machen wollten, sind wir jetzt schon wieder lang genug unterwegs. Aber so ist das. Man findet nicht immer auf Anhieb alles. Dafür war jetzt der Ausflug da zum Schotter sehr schön. Ein paar ungläubige Blicke mit dem Dexter kassiert von den Wanderern. Die haben sich auch gedacht, der Junge hat sie nicht alle. Ja, haben sie ja nicht ganz unrecht. Ja, du bist hier. Aber Ausblicke und so war schön, oder? Wie hat es dir gefallen da? Wirklich sehr schön. Nur schade, dass da nicht so viele Möglichkeiten waren, auch die Alma laufen zu lassen, weil das alles eingezäunt war. Ja, die ganzen Kühe. Ich meine Gott, wir sind da die Fremdkörper, Ja. Das darf man halt nie vergessen. Und von daher ist das einfach so.
die Natur, Tiere und Einheimischen haben immer Vorrang. Natürlich. Und dann müssen wir mit dem leben, was uns gegeben ist. Ne? So, man hätte sich da mit Sicherheit irgendwie hinquetschen können, aber neben so einem Elektrozaun ist halt auch irgendwie ein bisschen blöd, muss man sagen. Also haben wir einfach jetzt die Schotterpiste hin und zurück genossen und fahren jetzt zum nächsten Versuch. Dafür haben wir etliche Kratzer links und rechts am Dexter uns eingefangen von den Bäumen und Sträuchern, die da sind. Mal gucken, ob wir das auch gleich nochmal eben auf Video festhalten. Dann blenden wir das auch nochmal ein. Aber gut, auch das war uns klar, dass das passiert. Bei den Strecken, die wir fahren oder die wir dann auch noch vorhaben zu fahren. Wer da sein Lack schonen will, ja, ist ein bisschen schlecht bedient, würde ich sagen. 15 Kilometer, 27 Minuten haben wir noch vor uns. Schöne Serpentinenstrecke mal wieder. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir hier sind. Geht ja nicht immer nur um die ganzen Schotterpisten. Obwohl wir genau dafür ja das Auto gekauft haben. Motorräder ballern hier hoch. Und da dürfen wir nicht hoch, wo ich hoch wollte. Wo denn? Da hoch? Ja. Ach, schade. Ja. Col della Lesette, 1787 Meter. Ja, da wollten wir hin. Gut. Fahre ich jetzt das Kind um, oder? Ich sehe kein Kind. Das ist dieser Film, den die einblenden. Und was ist da vorne raus, geradeaus? Ja, das ist ja da, wo die alle rumstehen. Ne, wir fahren da unten auf die Wiese. Ja, jetzt fahren wir wieder ein Stückchen runter. Aber war trotzdem mal nett, hier hochzufahren, mal zu sehen, was es hier Ja, so gibt. kann sein, dass wir hier auch wieder rüber müssen. Oder ich weiß nicht, ob das eine Sackgasse ist, wenn wir morgen wieder weiterfahren wollen. Aber da unten war halt jetzt komplett schattiges Plätzchen mit Sitzbänken. Aber hier oben hat man die Gelegenheit für Fähr- und Entsorgung. Ja, und man kann halt auf dem Asphaltparkplatz neben den anderen Wohnmobilen stehen, auch kein Problem. Ja, Wenn man das denn möchte. Ne? aber nur auf der linken Seite. Die rechte Seite war gesperrt. Ja, je nachdem von wo man kommt, andersrum. Ja, okay. Aber ja. So wie Also zum Parken ja, aber zum Übernachten verboten für Wohnmobile. Irgendwo hier auf der linken Seite, glaube ich, kommt der gleich. da ist er. Hier ist er doch. 15 Plätze. Irgendwo da stellen wir uns jetzt hin. Also unsere Akkus sind mittlerweile auch leer. Ja, das kann man wohl so sagen. Also auf den Fahrradfahrern noch drauf. Hier rechts sind auch noch mal 15, aber irgendwie ist das doch hier ein Tacken schicker. Ne? So, dann würde ich sagen, du gehst mal mit der Göre vor und weist mich mal da hinten ein, bitte. Ja, ich darf die. Ich sag mal bis später. Ich nehme euch jetzt mal mit auf Parkplatzsuche. Diesen wunderschönen Parkplatz. Geh mal rein. Komm. Weiter. Weiter. Da ist der Svenny. Nicht schön hier. So, dann zeige ich euch mal unseren Stellplatz für heute Abend. 3. Übernachtung. Kleines Flüsschen, ist ein bisschen ausgetrocknet. Hier haben wir ein paar Bänke stehen. Ich denke, da wollen wir mal nicht meckern, oder? Das sieht ja quasi aus wie für den Dexter gemacht hier. Stehen schön gerade, hab zweimal hin und her rangiert. Aber ich glaube, so können wir stehen bleiben. Meine beiden Herzdamen. Winke, winke. Es gibt wirklich schlechtere Plätze. Dafür haben wir heute ganz schön gesucht, bis wir so einen Platz gefunden haben.
würde ich sagen, den haben wir uns auch verdient. Und direkt, ja, Straße geht hier ein bisschen vorbei, aber das hört jetzt gleich auf. Wird immer weniger, wenn wir hier aus der Tür rauskommen. Haben wir direkt Zugang zu dem Mini-Flüsschen hier. Ist nicht viel drin, aber wir stehen ein bisschen am Wasser, wenn man so will. So, kleiner Rundumblick von unserem Stellplatz für heute. Ja, alles hat seine Schattenseiten, nicht der Stellplatz. Fahr ein bisschen Offroad, haben sie gesagt. Hol dir einen Offroad-Wagen, hast du Spaß. Ja. Will ich mehr nicht zu sagen. Ich denke, der ist eingeweiht. Lack. Fenster. Grandios gemacht heute. Grandios gemacht. Die andere Seite sieht nicht viel besser aus. Ist auch nicht nur die Schiebetür. Zieht sich schön rum. Gucken, ob man es hier noch sehen kann. Ja, ne? Super oder super? Kann man machen, ne? Zum Abend hin lassen wir die Drohne noch einmal in die Luft. Dexter von oben und wieder einen ganz tollen Blick in die Landschaft um uns herum. Wir nutzen eine DJI Mini 4 Pro Drohne mit 249 Gramm Eigengewicht, aber ohne CE-Klassifizierung. Der heutige Tag war anders, als wir gedacht und geplant haben. Stellplatzsuche etwas aufwendiger als zuerst vermutet. Aber das gehört eben genauso dazu wie tolle Landschaften, Ruhe, Trubel und auch ein paar Kratzer im Lack. Es ist nicht immer alles Friede, Freude, Sonnenschein, wie man dies durch sehr viele andere YouTube-Videos vermittelt bekommen soll. Uns ist es wichtig, den wahren, ungeschönten Verlauf unserer Reise zu zeigen. Durch den enormen Campingboom seit 2020 sind viele Gegenden hoffnungslos überfüllt. Auch wir sind ein Teil des Problems, das ist uns vollkommen klar. Wir versuchen aber immer in Einklang mit Natur, Tier und Mensch zu sein. Kein Müll bleibt zurück, Grau- und Schwarzwasser wird dort entleert, wo es entsprechende Stationen gibt. Wie viel Toilettenpapier wir hinter den Bäumen hier schon gesehen haben, das macht uns einfach unfassbar betroffen. Wir verabschieden uns für heute und sehen uns dann morgen früh wieder. Guten Morgen zusammen, Montag, der 24.08.2025. Ich glaube, wir haben in den anderen Videos gar nicht gesagt, zu welcher Jahreszeit oder zu welchem Monat wir unterwegs sind. Jo, wir schlafen noch mal wieder ganz gut. Die Alma, hier ist sie schon wieder. Das kleine Mädchen hat die Nacht auch gut durchgehalten. Kein Durchfall mehr, das haben wir gestern mit den kleinen Futterportionen schon ganz gut in den Griff gekriegt. Ich habe schon meinen heißen Kaffee. Heizung läuft auf 16 Grad. Bärbel wollte gleich eben duschen, Haare noch machen. Und dann ist unser Ziel heute 155 Kilometer Lac du Mont-Cenis. Da sind wir auch schon gewesen. Haben wir eine sehr stürmische Nacht im Dachzelt mal verbracht, 2021. Sollte dann jetzt ein bisschen gemütlicher werden. Gut, das war's zum Einstieg. So, noch ist dunkel. Kleine Runde mit unserer Göre eben drehen. Aber wir scheinen wohl noch Besuch bekommen zu haben. Die Nacht sind nicht alleine. So ist es. Auch hier, tschüss, schöner Platz. Hier war es wirklich sehr schön. Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. So, wir sind auf Achse. 7 Uhr, 9 Minuten, 10 nach 7 quasi. Ja, gute Nacht verbracht, war schön ruhig. Ich habe euch heute Morgen ja schon gezeigt. Wir haben noch Besuch bekommen gestern Abend. Hat sich noch einer mit auf unseren Platz dargestellt. Und ja, aber haben wir nichts mehr von mitgekriegt. Bisschen frisch ist es gewesen. Wir haben jetzt 1 Grad draußen. Heute Morgen haben wir kurz die Heizung angemacht. Damit haben wir ja dann auch immer 15 Liter warmes Wasser.
Hat Bärbel direkt heute Morgen genutzt, um zu duschen und sich die Haare zu waschen. So, unser Ziel für heute, Lac de Mont-Cenis. Und jetzt fahren wir nochmal über den Pass, der gestern so brechend voll war, um dann auf der Route des Grand Alpes weiterzufahren. So, wir schalten mal eben kurz um, dann seht ihr mal, wie der Pass heute Morgen aussieht. Ach, guck mal, Dachzelter rechts, Aufstelldach. Hier oben war mit Sicherheit nochmal ein Grad kälter wie bei uns da unten. Hier links. Ja, hier hätten wir natürlich gestern auch noch stehen können. Aber ich glaube, wir haben da unten deutlich besser gestanden. Auf jeden Fall. Ja, ganz schön was los hier oben. Gut. So setzen die Leute Prioritäten. Wenn man lieber hier in Reihe und Glied steht, für uns ist das nichts. Also, wenn es sein muss, ist das okay. Aber solange wir Alternativen haben, dann fahren wir lieber noch mal ein Stündchen rum. Die Arbeiter sind schon da. Ja, hier links hoch ging es noch zu einem anderen Pass. Da wollten wir ursprünglich hin. Aber der ist komplett zu, wie man sieht. Ja, alles sehr touristisch auf Wintersport ausgelegt. Ne? Ich meine, im Sommer dann Wanderer und Fahrradfahrer. Ja. Gut, wir fahren den Pass wieder runter. Ach, guck mal hier, das ganze Skigebiet, da siehst du das? Meine Güte, ja. Ja, wollen wir nicht wissen, was im Winter hier los ist, wenn im Sommer schon so voll ist. Aber auch für die Kiddies ist hier oben einiges geboten. Kletterpark, Rutschen, natürlich Gastronomie, etliche Intersport zum Ausleihen von Fahrrädern, Skiern. Ich habe sogar hier Kinderbuggies gesehen zum Ausleihen. Hier gerade noch eben auf dem Pass Müll gesehen. Bärbel ist so nett, springt mal eben raus. Sportlich. Sammelt sich was an. Das ist jetzt von 2 Tagen. Wahnsinn. Ja, besser alles erledigen, was man weg hat, hat man weg. Dann kann man den auf dem Weg nach unten direkt entsorgen. Ich nehme immer jede Möglichkeit mit. Was weg ist, ist weg. Ratzfatz erledigt und dann kann es auch schon weitergehen auf unsere Tour. Zum Thema, wie die Franzosen Auto fahren, das fällt uns immer wieder auf. Ich würde ja im Traum, würde ich ja kein Auto aus Frankreich kaufen. Ja? Also so wie die mit den Dingern umgehen und wie die hier belastet sind, bergauf, bergunter. Gut, ist jetzt in Paris mag das vielleicht noch einen Tacken anders sein, was die technische Belastung der Fahrzeuge anbelangt. Aber da haben sie ja das Ein- und Ausparken irgendwie nicht für sich erfunden, würde ich sagen. Ja. Viel Gemecker merke ich gerade so die letzten Videos über oder zwischendurch immer mal wieder. So, wir sind am Col des Méralets am Lac de Roselon. Mal kurz ausgestiegen. Hier haben wir einen super Blick auf den See runter. Bau von der Staumauer ist hier beschrieben. Und da liegt er schon, der Lac de Roselon. Wir fahren gleich hinten noch mal ein bisschen dran vorbei. Da hoch. Während ich hier filme, ist die Bärbel mit der Alma, sind die ein bisschen klettern gegangen. Ja, gucken wir mal. Dann gehen wir doch mal eben das Stückchen mit. Vielleicht haben wir da noch einen besseren Ausblick, was man nicht alles macht. Da ist sie schon. Ach, guck mal hier, unsere Bergziege. Alma, mein Schatz, machst du denn da? Du siehst heute wieder sehr zauberhaft aus. Ja, sind wir nicht die Einzigen, die natürlich hier einen Stopp machen, das ist klar. Fahrradfahrer freuen sich, hier oben auf dem Pass angekommen zu sein. Mal gucken, ob wir nachher noch die Stelle wiederfinden, wo wir 2021 hier übernachtet haben. Das muss
auf der anderen Seite vom Lac de Roselland sein. Da halten wir dann auf jeden Fall gleich nochmal an. So, jetzt sind wir an dem Platz, wo wir 21 mit dem Niva und Dachzelt gestanden haben. Hat sich doch ein bisschen was getan, ne? Also hier ist heute richtig viel los. Aber klar, bei dem Ausblick, Bärbel schwenkt nochmal eben nach rechts, dass man hier gerne mit dem Wohnmobil steht, ist nachvollziehbar. So, wir fahren weiter jetzt mal hier den Pass hoch und die Route des Grandes Alpes weiter und genießen die Ausblicke. Wir sind zwischen Lac de Roselland und Lac du Mont-Cenis unterwegs, gerade in so einem schönen Tal. Und wir müssen nachher tanken, dann versuchen wir mal die Frontscheibe ein bisschen sauber zu machen. Dann sieht man nämlich auch ein bisschen mehr die Kamera, die Alma ist auch da, die Kamera, die fokussiert nämlich mehr den Dreck auf der Windschutzscheibe wie das, was schön dahinter ist. Bärbel tankt mal wieder. Nein, mit dem guten Zeug. Was steht dann hier noch rum? Noch ein Transit. Ein Randka ist das. Der Martin kann es nicht sein aus Oberhausen. Ist ein französisches Fahrzeug. Aber auch eine sehr schöne Farbe. Gut, an der Tankstelle konnten wir nicht so richtig nach dem Öl gucken. Deswegen machen wir das jetzt sehen. Wir machen noch eine kleine Trinkpause. Auffahrt zum Col de l'Iseran mit einem grandiosen Panorama. Seht ihr das? Mir fehlen einfach wieder die Worte für die Nummer. Fahrradfahrer, Tour de France Strecke, wieder ohne Ende hier. Und guckt euch mal bitte rechts das Panorama an. Muss man dazu wieder was sagen? 8-9% Steigung, glaube ich, habe ich vorhin unten irgendwo gelesen. Wir fahren hier sowas von gemütlich hoch. Ging schneller, aber wozu denn? Da oben ist noch ein bisschen Schnee auf den Berggipfeln. Die letzten 3 Kehren, dann haben wir es aber wirklich geschafft und sind oben auf dem Col de l'Iseran. Luft wird dünner hier oben. Baumgrenze haben wir natürlich schon was länger unter uns gelassen, hinter uns gelassen. Hier sind nur noch so ein paar Gräser, die hier wachsen. Schön frisch geworden hier oben. Ja, 12 Grad. Ne? Heute Morgen sind wir bei 1 Grad los. Zwischenzeitlich hatten wir 21 oder so. Jetzt sind wir wieder hier oben und haben 12. So, da oben steht schon ein Wohnmobil. Mal gucken, ob wir uns von Päuschen dazustellen sollen. Was hältst du davon? Gute Idee. Dann können wir mit dem Alma noch mal ein Stückchen raus. Wie ist denn der da hochgekommen? Hier hoch. Sollen wir mal hier hochfahren? Ja. Ach, da oben stehen ja noch ein paar. Vielleicht haben wir da ja ein Plätzchen. Probieren wir mal unser Glück. Sonst drehen wir wieder um. Schau, dass man, wie schön das hier oben ist. Fahren wir bis ganz oben hin, oder? Ja. Da, noch ein Transit-Allrad. So, viel höher geht nicht. Stellen wir uns doch mal direkt hier hin, würde ich sagen. Sehr gute Idee. Ja? Ja. Offensichtlich macht es nicht nur uns Spaß hier oben. Ne, Alma? Bist du glücklich? Bist du glücklich, du Stinker? Ja, Pause vom Autofahren, ne? Da ist ja klar, muss ja auch mal gemacht werden. Ja, ist das schön hier oben? Oh, die Nase in den Wind. Vorzüglich, ja? Ja, sehr windig. Mikros, Akku leer. Ich nehme euch trotzdem mal mit vorne bis zur Bergspitze. Also gibt keinen höheren Punkt hier, den man befahren kann.
Hier hinten geht es nur wieder ein Stückchen runter. Noch zum Restaurant. Hier oben stehen noch ein, zwei andere, aber wir stehen ganz oben auf dem Col de l'Iseran. Beim letzten Mal haben wir da hinten gestanden. Da gehen wir gleich auch noch mal hin. Aber jetzt gehen wir erstmal ein Stückchen nach hier vorne. Das ist unfassbar. Ich glaube, ich habe das schon ein, zwei Mal gesagt. Aber es ist wirklich so. Kannst du dir nicht vorstellen, wenn du das nicht erlebt hast. Wir haben uns im Dexter noch ein Heißgetränk gemacht und beschlossen, nicht zum Lac du Mont-Cenis zu fahren. Stattdessen werden wir die Nacht hier auf 2770 Meter verbringen. In der Nacht sind Temperaturen bis in den Frostbereich angesagt. Ein guter Zeitpunkt, unsere Heizung zu testen. Vielleicht haben wir auch noch das Glück, einen sternklaren Himmel zu bekommen und ein paar Sterne, ohne die uns aus der Stadt bekannten Lichtverschmutzung zu sehen. Kommen wir ohne Probleme durch die kalte Nacht? Erreichen wir morgen unser Ziel, den Lac du Mont-Cenis? Läuft alles nach Plan oder gibt es wieder unvorhergesehene Ereignisse auf unserem Weg? Wenn du wissen willst, wie es weitergeht, lass ein kostenloses Abo da und klick die Glocke an. Dann wirst du sofort informiert, wenn das nächste Video verfügbar ist und hilfst uns, unseren kleinen Kanal weiter auszubauen. Wir danken dir. Viele Grüße, Sven und Bärbel von Destination 4x4.